Hallo, willkommen zurück. Heute geht es um das Thema Vokabellernen. Und zwar möchte ich gerne 10 verschiedene, sehr nützliche und authentische Wendungen vorstellen, die man aber normalerweise nicht so oft in Lehrbüchern sieht oder antrifft. Ich beginne mit der ersten Wendung, die einfach sehr schön und interessant klingt. Das Wort ist mir einfach nicht hängen geblieben. Hängen bleiben ist ja eigentlich diese Bewegung, und wenn man das im Kontext des Vokabellernens sagt, dann heißt das, dass man sich etwas nicht gemerkt hat. Das Wort ist mir nicht hängen geblieben. Oder als ich diesen Film gesehen habe, ist mir ein interessantes Wort hängen geblieben. Welches Wort ist dir vielleicht in letzter Zeit beim Deutschlernen hängen geblieben? Du kannst es gerne in die Kommentare schreiben. Ich gehe weiter zur Wendung Nummer 2. Und zwar geht es da um ein sehr spezielles Wort. Die Eselsbrücke. Ich habe mir eine Eselsbrücke gebaut. Der Esel, das ist ein Tier, und dann die Brücke. Die Eselsbrücke, was heißt das genau? Das heißt, dass man sich eine Methode oder eine Art und Weise sucht, wie man sich ein Wort besonders interessant und gut und effizient merken kann. Also, wenn ich sage, ich habe mir eine Eselsbrücke zu dem Wort Dachstuhl gebaut, dann sagt man, okay, der Dachstuhl, das ist ja der Teil des Hauses, der ganz oben ist, und man kann sich jetzt vorstellen, da ist ein Dach und ein riesengroßer Stuhl, der auf dem Dachboden ist. Der Dachstuhl, so könnte man sich das merken. Also einfach eine vielleicht sehr kreative, ein bisschen ungewöhnliche Art und Weise, wie man sich etwas merken kann. Eine Eselsbrücke kann man sich nicht nur beim Wortschatzlernen bauen, sondern bei vielen verschiedenen Arten von Informationen. Also wenn man jetzt für das Fach Geschichte etwas lernen muss oder wenn man für Chemie oder Physik oder für Wirtschaft sich irgendwas merken möchte, dann kann man sich für alle Arten von Dingen eine Eselsbrücke bauen. Das nächste Schlüsselwort: stolpern. Ich bin über dieses Wort gestolpert, als ich diesen Artikel gelesen habe. Normalerweise im konkreten Sinn benutzen wir stolpern, wenn wir mit dem Fuß irgendwo hängen bleiben. Also man kann über einen Stein stolpern, man kann über irgendein Hindernis stolpern. Und wenn ich sage, dass ich über ein Wort gestolpert bin, dann heißt das, dass ich ganz zufällig auf dieses Wort getroffen bin. Bist du vielleicht in letzter Zeit auf irgendein interessantes Wort beim Sprachenlernen gestolpert? Du kannst es gerne in den Kommentaren schreiben. Ich kann das Wort zwar erkennen, bekomme es aber aktiv nicht raus. Etwas rausbekommen bedeutet in diesem Kontext, dass man etwas nicht sagen kann oder noch nicht so genau und exakt eine Wendung benutzen kann, weil man sie noch nicht so gut verstanden hat, womöglich. Weiter geht es mit Wendung Nummer 5. Und zwar, es liegt mir auf der Zunge. Es liegt mir auf der Zunge bedeutet, es ist schon das Wort zumindest in meinem Mund gelandet und ich habe es schon gelernt, ich habe einen bestimmten Eindruck davon bekommen, aber trotzdem kann ich es gerade nicht sagen. Das ist auch oft etwas nervenaufreibend, wenn man so gerne dieses Wort sagen würde und man hat es schon gelernt, man weiß, dass man das Wort schon irgendwo gesehen oder gehört hat, aber trotzdem bekommt man es gerade nicht raus. Das Wort liegt mir auf der Zunge. Das ist wirklich ärgerlich. Oder als ich diesen Vortrag gehalten habe, als ich diesen Vortrag auf Deutsch oder in einer anderen Fremdsprache gehalten habe, da habe ich mir so viele tolle Wendungen dafür gemerkt und dafür vorbereitet. Und als ich dann dort gestanden bin, ist mir diese eine Redewendung oder dieser eine Ausdruck auf der Zunge gelegen. Und eine Minute nachdem ich dann den Vortrag beendet habe, ist mir auf einmal das Wort wieder eingefallen. Also das Gegenteil wäre dann, es ist mir eingefallen. Nächste Wendung ist hier Nummer 6, und zwar, ich habe das Wort in einen Beispielsatz eingebettet. Was ja beim Fremdsprachen und beim Wortschatzlernen extrem wichtig ist, dass man immer einen Kontext schafft. Also ein Wort isoliert zu lernen, ist nicht sehr effizient, weil das Gehirn keine Anknüpfungspunkte finden kann, keine Verbindungspunkte finden kann, um sich das Wort auch wirklich logisch zu merken. Also man kann sagen, ich bette ein Wort in einen
Beispielsatz ein. Man kann einen Link, ein Video in eine Internetseite einbetten. Man kann einen Link auf einer Facebook-Seite einbetten. So benutzt man dieses Wort auch. Dann gehen wir weiter zur nächsten Redewendung Nummer 7. Und zwar, ich musste das Wort erstmal entpacken, um es richtig zu verstehen. Ein Wort entpacken spiegelt eine ganz, ganz wichtige Fertigkeit wider, die man beim Wortschatzlernen anwenden kann. Und zwar geht es darum, ein Wort nicht nur oberflächlich irgendwie sich zu merken und sich in den Kopf zu hämmern, sondern es geht sehr oft darum, dass man die Wortwurzel auch gut verstehen kann. Also woraus besteht das Wort wirklich? Ich gebe dir ein konkretes Beispiel. Das Verb entdecken. Wenn ich sage, ich entdecke neues Wissen oder ich entdecke einen neuen Kontinent, dann haben wir eigentlich zwei verschiedene Elemente in diesem Wort. Und zwar das Wort decken, das ist auch hier das Verb. Decken bedeutet, dass man irgendwo etwas zudeckt. Also man kann zum Beispiel sich in ein Bett legen und dann sich mit einer Decke zudecken. Also das ist eben diese Art von Bewegung, sich zu decken. Und wenn ich dann sage, ich habe etwas entdeckt, dann ist das die gegenteilige Richtung. Also etwas nicht mehr zudecken heißt etwas entdecken. Wow, ich habe etwas Neues entdeckt. Und wenn man dann diese Wortwurzeln entpackt, wenn man das Wort entpackt, hier haben wir auch nochmal diese Wortwurzel hier drinnen, etwas entpacken, dann kann man viel besser erkennen, was das Wort eigentlich wirklich heißt, anstatt einfach nur mechanisch ein Wort in eine andere Sprache zu übersetzen, ohne die Oberfläche zu verlassen. Das heißt also, man muss in die Tiefe gehen, man muss das Wort entpacken. Gehen wir weiter zur Wendung Nummer 8. Und zwar, ich habe mir das Wort über Klangassoziationen eingeprägt. Sich etwas einprägen ist wieder eine sehr schöne Formulierung, wo wir auch wieder die Wortwurzel genauer lernen können. Und zwar prägen wird ja eigentlich im Kontext von Münzen prägen benutzt. Das Verb prägen heißt also, dass man eine Münze auf beiden Seiten mit bestimmten Symbolen oder Mustern oder mit einer Zahl prägt. Also ich präge eine Münze und man kann sich also dann auf Deutsch, zumindest wird das so gesagt, sich etwas einprägen. Man kann sich etwas merken. Ich habe mir den Plan dieser Stadt sehr gut eingeprägt, ja. Oder viele Taxifahrer prägen sich alle Wege in der Stadt gut ein. Und da kann man sagen, man hat sich das Wort über den Klang eingeprägt. Vielleicht hat man ein Wort in einer anderen Sprache, das ähnlich klingt und man hat dann versucht, diese zwei Wörter miteinander zu verbinden und so ist dann eine Assoziation über den Klang entstanden. So hat man sich das dann eingeprägt. Benutzt du vielleicht eine bestimmte Methode, um dir Vokabeln besser einprägen zu können? Du kannst es gerne in die Kommentare schreiben. Und jetzt gehen wir weiter zur Wendung Nummer 9. Und zwar geht es da um das Verb sitzen. Aber hier ist der Kontext etwas spezieller. Und zwar, ich habe das Wort mehrmals aktiv wiederholt, bis es saß. Wenn etwas sitzt, und zwar im Kontext des Lernens, heißt das, dass etwas gelernt wurde, dass man sich etwas gemerkt hat. Beispielsweise kann man sagen, ich habe jetzt diese Vokabeln immer wieder mit Beispielsätzen geübt und jetzt sitzen diese Vokabeln wirklich gut. Jetzt kann ich diese Vokabeln wirklich gut anwenden. Also man kann auch sagen, dieses Wissen, diese Fertigkeit sitzt. Also man kann nicht nur beim Sprachenlernen dieses Verb benutzen, sondern wenn man zum Beispiel kochen lernt, wenn man gewisse Handgriffe lernt, dann kann man sich so weit verbessern, dass man dann sagt, jetzt sitzt das, jetzt kann ich das. Eine sehr interessante, schöne Redewendung, die sehr authentisch klingt. Und wir gehen weiter zur Wendung Nummer 10. Das Wort hat bei mir sofort ein Bild ausgelöst. Das heißt also, dieses Wort hat in meinem Kopf sofort irgendein Bild erzeugt. Etwas auslösen heißt etwas produzieren. Man kann dieses Verb in verschiedensten Kontexten anwenden. Ich beginne mal hier mit dem Kontext des Sprachenlernens oder des Wörterlernens. Also oft ist es ja eine Strategie, dass man versucht, ein bestimmtes Bild im Kopf zu haben, um sich ein Wort besser merken zu können. Ich könnte jetzt fragen, welches Bild löst dieses Wort bei dir im Kopf aus oder welche Assoziationen löst dieses Wort, dieser Satz bei dir im Kopf aus? Man kann aber auch
das Wort auslösen im Kontext des Fotografierens benutzen. Beispielsweise bei einer Kamera gibt es den Auslöser. Das ist der Knopf, der dann, wenn man ihn drückt, das Foto oder das Video produziert oder macht. Das Foto schießen oder man kann auch sagen, ein Video machen, ein Video drehen. Und das ist dann der Auslöser. Einen dritten Kontext gibt es auch noch, wo man das Verb ganz allgemein benutzt. Und zwar, etwas hat etwas anderes ausgelöst, also eine Konsequenz von etwas. Und ich lade dich ein, diese Wörter jetzt in den Kommentaren mit mir zusammen zu üben. Du kannst sehr, sehr gerne verschiedenste Beispielsätze schreiben. Ich freue mich sehr. Wir sehen uns im nächsten Video und bis bald.